Ich fühle mich sehr wohl. Ich mag München. Und wenn du ein Champions League-Finale in deiner Stadt spielen kannst, wir müssen da sein und gewinnen. Hallo. Hi. Alles klar bei dir? Alles gut, alles gut. Jürgen, heute spezielle Deutschstunde. Ja. Ich habe gedacht, ich bringe dich mal in ein Restaurant. Hast du Lust drauf? Ja. Interviewvorbereitung? Ja. Also, los geht's. Ja. Wir machen heute so ein kleines Interview, du und ich. Also ich habe mir ein paar Fragen überlegt. Wir schauen einfach mal, wie du dich schlägst. Okay. Okay? Kann ich fragen? Du kannst Fragen Okay. stellen, natürlich. Ich mache mir auch Notizen, was du gut machst, was du nicht so gut machst, was wir noch verbessern können. Und dann essen wir noch, Okay. Sushi. wenn du möchtest. Okay? Ja. Also, meine erste Frage wäre, Hiroki, die Fans von Bayern München kennen dich vielleicht nicht so gut wie die vom VfB Stuttgart. Ja. Stell dich doch einfach mal unseren Fans vor. Was bist du denn für ein Mensch, für ein Charakter? Ich bin ziemlich japanisch. Als Japaner, Höflichkeit ist sehr wichtig. Okay. Und ich denke, ich bin freundlich und ruhig. Und nett. Nur nett, ja. Du bist sehr nett. Ja, danke. Jetzt hast du gerade, bitte, jetzt hast du gerade gesagt, du bist ziemlich japanisch. Dieses Wort ziemlich interessiert mich. Was ist denn nicht japanisch an dir? Ich bin nicht so schüchtern. Wow, gut, schüchtern. Schüchtern. Aha, sehr gut. Ja. Und auf dem Platz, ich kämpfe immer 90 Minuten. Ich bleibe cool, aber trotzdem sehr gut zu spielen. Hiroki, noch mal eine private Frage. Bist du ein Familienmensch? Ja, Wer ist denn deine Familie? meine Frau und eine Tochter, Du hast eine Tochter. Ja. Wie alt ist sie? 1 Jahr alt. Was bedeutet Familie für dich? Familie ist für mich der Ort, wo ich relaxen kann. Okay, also ein ruhiger Ort. Ja, ich verbringe viel Zeit mit meiner Familie. Ja. Also ein Wohlfühlort. Ja. Sehr schön. Hiroki, jetzt konntest du ja schon Deutsch, als du hierher gekommen bist. Und trotzdem gibst du seit deinem ersten Tag auch bei mir im Unterricht Vollgas. Was ist denn deine Motivation, Deutsch zu lernen? Ja, als ich in Stuttgart angekommen bin, konnte ich nur Hallo und Guten Tag und Danke. Oh, okay, immerhin. Ich habe sonst nicht verstanden. Was war das für ein Gefühl? Es war kein schönes Gefühl. Okay. Also, Das ist die Motivation. ja, ich habe Deutsch gelernt. Du hast mir mal einen Spruch gesagt, ganz am Anfang. Weißt du, welchen Spruch ich meine? Ja, Japanisch. Der japanische Spruch? Go nitra, go nishitagai. Genau. Was heißt denn der Spruch? Kannst du mir Das mal erklären? bedeutet, wenn du in ein anderes Land gehst, Ja. mache alles so wie Menschen dort. Okay. Das heißt, wenn ich nach Japan gehen Du musst Japanisch lernen. Aha. Wie lange würde das dauern? Was glaubst du? Zu sprechen, Aha. 2, 3 Jahre. Oh, also ungefähr so wie Deutsch. Ja. Und zu schreiben? Schreiben 15 Jahre Entschuldigung? oder 20 Jahre. Warum? Weil wir haben sehr viele verschiedene Zeichen. Oh, und ich weiß, in Japan, ein Zeichen kann auch verschiedene Dinge bedeuten. Ne? Hast du mir ein Beispiel? Kairu. Aha. Kairu. Kairu. Okay, was heißt das? Geh nach Hause Okay. und Frosch. 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 Okay. Und Geld wechseln Und Geld wechseln. und viel mehr. Und, okay. Ja. Was heißt denn Frosch, geh nach Hause, Geld wechseln? カエルが家に帰ってお金を変える。 Dreimal Kairu. Ja. Okay. Wie ist es denn für dich, Deutsch zu lernen? Ist es schwierig für dich? Ja, sehr schwierig für mich. Aber es macht mir auch viel Spaß, weil ich sehe, dass mein Deutsch Ja. jeden Tag besser wird. Stimmt. Und generell lerne ich gerne neue Dinge. Ah, das ist schön. Cool. Wie gesagt, du bist jetzt schon, wie lange hier in Deutschland? 3 Jahre, 4 Jahre? Sowas, ja. Wie war es denn, oder vielleicht ist es immer noch, wie schwer fällt dir es, sich an die deutsche Kultur anzupassen, zu adaptieren? Ich denke, mir ist das schwierig, weil die Deutschen sehr tolerant sind. Okay, gut. Und die deutsche und japanische Mentalität ein bisschen ähnlich. Ist ein bisschen ähnlich, okay.
Zum Beispiel? Zum Beispiel Sauberkeit, Okay. Höflichkeit, Okay. okay, Pünktlichkeit. Manchmal nicht, aber ja. Okay. Ja. Also das heißt, du hast nicht große Probleme. Ja. Okay. Das heißt auch, du fühlst dich wohl in Deutschland und jetzt speziell in München, richtig? Ja. Ich fühle mich sehr wohl. Ich mag München, Warum magst du München so als Stadt? weil eine sehr schöne Stadt Es ist eine Ja, sehr schöne Stadt, ja. okay. und ich mag die Isar Aha. und Altstadt Die Altstadt, und natürlich ich muss japanisch Restaurant sagen. sehr schön. Sind das so deine Lieblingsplätze in München? Die Isar, die Altstadt? Ja, Okay. Kann man gut japanisch essen in Ja. München? Ja? ich kann wirklich gut japanisch essen. Ich habe sehr gut Sushi gegessen in Munich. Wenn du jetzt nicht trainierst Mhm. und nicht im japanischen Restaurant sitzt, wie verbringst du dann deine Zeit? Ich bin gerne zu Hause mit meiner Familie. Wir schauen sehr oft Netflix, japanische Serie, japanische Filme. Jetzt gibt es in Deutschland das Klischee, dass alle japanischen Teenager lieben Mangas und Anime. Stimmt das? Ja, Du auch? ich nicht. Alle außer Ja. du. Okay. Aber hast du nie Anime geschaut oder Mangas gelesen? No, ich habe ein paar Mangas gelesen, als ich jünger war, 6 oder 7, Okay. aber nicht so viele. Okay. Ja. Aber es stimmt schon, ne? Mangas und Anime sind sehr populär in Japan. Ja, sehr populär in Japan, nicht nur jugendlich, Okay. alle Generationen. Okay. Generation, ja. Aber hier wird es auch immer populärer. Du Ja, weißt, im Team, ja. Das Team. im Team gibt es zwei Sascha, und? Serge. Okay. Sascha, er liebt alle Mangas und Animes. Hast du mit ihm schon darüber gesprochen? Ja, ja. Und ich habe eine kleine Figur, Okay. Figur Sehr gut. mitgebracht Für Sascha. für Sascha. Super. Hat er sich gefreut? Ja, vielleicht. Jetzt hast du ja schon gerade über deine Teamkollegen gesprochen. Eine Frage zu deinen ersten Tagen. Als du hier angekommen bist, das Team, der Club, wie war dein Eindruck? Wie waren deine ersten Begegnungen mit dem Team? Es war ein warmes Willkommen. Alle waren super nett. Und Serge hat gleich ein japanisches Restaurant mitgenommen. Und ja, Staff auch sehr freundlich. Okay. So, alles super. Also du fühlst dich auch sehr wohl im Club. Ja, Sehr ja. schön. Wie ist denn jetzt nach den ersten Monaten der zweite Eindruck über den Club und vor allem auch das Team? Ja, die Qualität im Team sehr hoch, top ist. Natürlich, ich weiß, wie gut sie sind, aber nur als Gegner. Ah, stimmt. Du hast einmal gegen sie gespielt. Ich kann mich erinnern. Ja, in Stuttgart. Wie war das Ergebnis? Das 0-5. 0-5. Aber jetzt ich kann als Teammate, ich kann sagen, die Qualität im Team, im Training auch sehr hoch ist. Alle geben ihm alles. Es macht groß Spaß, Cool. mit den Jungs zu trainieren und aufzuspielen. Jetzt hast du ja vor Bayern, wie gesagt, bei Stuttgart gespielt. Das heißt, du hast schon ein bisschen Erfahrung in der Bundesliga. Was ist denn für dich das Besondere an der Bundesliga? Bundesliga ist, ich denke, ein 3 oder 4 großen, Achtung, eine der der größten größten Liga in der Welt. Okay, gut. Die Fußball hier ist sehr, Die Fußball? ja, Der Fußball. der Fußball hier ist sehr physisch, Okay, sehr und gut. schnell Super. und sehr technisch. Und das Besondere, was ist für dich das Besondere hier? Die Fans Okay. hier in Deutschland Ja. unglaublich sind. Sind. Ja, sind Ja. sie. Ja. Wie merkst du das? Oder warum denkst du so, dass die unglaublich sind? Weil zum Beispiel speziell
wenn du hast, Auswärtsspiel hast, Aha. sie können Unterschied machen. Okay. Ja. Wie kam es denn eigentlich, dass du bei Stuttgart gelandet bist? Ich glaube, du hast in der zweiten Liga gespielt in Japan. Ja, ich habe zweiten Liga in Japan gespielt. Als mein Agent hat mir gesagt, ein Bundesliga-Club zeigt Interesse an dir. Und ja, mein erster Vertrag war für zweite Mannschaft, aber Bei Stuttgart? ja, Okay. aber ich habe nur erste Mannschaft gespielt. Mit deiner Geschichte jetzt, was für einen Satz, du hast einen Satz. Einen Satz. Nur einen Satz darfst du sagen. Was würdest du einem jungen Fußballspieler, der gerne Profi werden möchte, so wie du, was würdest du ihm gerne sagen? Gib nie auf für deinen Traum zu kämpfen. Super, sehr schön. Sprechen wir mal über dich als Fußballer. Du bist ja Defensiv-Allrounder, das heißt, du kannst in der Innenverteidigung spielen, aber auch auf den Außen. Welche Position liegt dir besser? Wo fühlst du dich besser? Für mich Innenverteidiger, Okay, warum Innenverteidiger? weil wenn ich als Innenverteidiger den Ball hast, Wenn ich Habe. Aha. ich habe gesamtes Spiel von dir, vor dir. Wenn du sagst, ich habe, dann ist es, du hast das gesamte Spiel vor. Mir. Aber generell würdest du sagen, du spielst lieber im Ja, Zentrum Zentrum, ja. Ist besser als für mich. außen. Warum Ja. ist es außen anders als im Zentrum? Weil die Limit, Aha, das Limit ja, ist die Linie. hä? ja. Hiroki, was ist das denn? Kannst du mir Das dazu was sagen? ist Spicy Tuna Roll. Okay, Thunfisch. Thunfisch. Aha, Tuna ist Thunfisch. Toro. Okay, was ist Toro? Toro is a good part of Maguro. Is a tuna. Der gute Teil. Guter Teil. Aha, dann. Sashimi. Mhm. Kennst du Sashimi, ja? Ja, kenne ich. Ja. Was ist deine Lieblingssushi hier jetzt? Diese. Cool. Du zuerst. Guten Appetit. Ja, Danke. Jetzt hast du ja eine ganz, ganz tolle Vorbereitung gespielt. Und dann kam diese Verletzung dazwischen. Wie war das denn für dich, als die Diagnose kam, dass du einfach raus bist? Wie hast du dich da gefühlt? Ja, klar. Es ist hart. Beginnt man nachzudenken. Okay. Aber ich weiß, was ich kann. Und ja, ich werde stärker zurückkommen. Was sind jetzt so die nächsten Schritte in der Reha? Intensive Läufe und mehr mit Balltraining. Trainieren. Trainieren. Jetzt werfen wir mal einen positiven Blick ans Ende der Saison. Was sind denn deine Ziele für diese Saison mit der Mannschaft? Mein Ziel ist, 2 Titel gewinnen. 2. Wenn du ein Champions League Finale in deiner Stadt spielen kannst. In dieser Saison in München. So, wir müssen da sein und gewinnen. Und gewinnen. Gewinnen. Letzte Frage. Kennst du unser Motto? Ja, Wie heißt denn unser Motto? mir san mir. Weißt du, was das bedeutet? Wir sind wir. Und was heißt das für dich? Es ist gut, sehr gut Mentalität. Wir wollen immer gewinnen. Egal was anderes sagen, andere sagen oder machen. Aha. Das ist auch deine Mentalität Ja, ein Stück weit. der Rest ist nicht wichtig. Okay. Okay, jetzt habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Welche willst du zuerst hören? Die gute oder die schlechte? Schlecht. Du musst die Rechnung bezahlen. Okay? Okay. Ja, kein Problem. Die gute Nachricht. Ich glaube, wir müssen gar kein Interview mehr machen, weil das war fast perfekt. Ich glaube, wir können das einfach so nehmen als Interview. Keine. Ja, ich glaube nicht. Das war doch jetzt ein Interview, oder nicht? Ja? Also du hast gesagt, dein Deutsch ist nicht gut genug. Ich finde dein Deutsch schon
Fantastisch. Ja. Ja, also vielen Dank und jetzt können wir auch endlich richtig reinhauen und uns dieses wunderbare Sushi schmecken lassen. Okay? Ja. Cool. Guten Appetit. Dankeschön. Danke.